Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe gestern in den kleinen Beitrag noch unter dem Video von der To-Do-Liste noch ein kleines Foto gesendet, was im Forum aufkam. Und das zeige ich euch auch mal, damit ihr mal seht, wie das Ganze hier aussieht. Ich kann euch den Forumbeitrag auch noch mal zeigen hier im Video, aber im Prinzip hat sich da nicht mehr viel geändert gehabt. Ja, hier sieht man auch noch mal den Beitrag hier dazu, also steht halt nicht sehr viel mehr drin hier, das halt Epic Event ist und so, ne. Diesen Freitag, Samstag, Sonntag für alle ab Stufe 50 ein Epic Event. Heißt so viel, ein Epic Event am Wochenende und noch 4 Tage steht hier. Das heißt, es gibt ein normales Epic Event zum Wochenende, kein Vierfach-Event, das kommt dann wahrscheinlich erst zum Geburtstag, kann man mal von ausgehen, ja. Also da können wir noch gespannt sein. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Dann wird nochmal kurz erklärt, wofür das eigentlich ist. Hier steht aber nichts weiter großartig drin, von wegen, dass irgendwelche Belohnungen oder sowas extra es dafür gibt. Es ist wohl wirklich einfach nur dazu da, um halt zu schauen für die Spieler, die halt eventuell neu sind. Hier erkennt man jetzt noch nicht sehr viel drauf, die halt neu in dem Spiel sind oder mehrere Server bedienen müssen, so wie ich, ist es dann halt schon hilfreich, einmal auf diese To-Do-Liste zu gehen. Und das macht man wohl, indem man doppelt auf die Post klickt. Jetzt passiert da noch nichts. Allerdings wird das dann über Doppelklick auf die Post, kommt man dann zur To-Do-Liste und die steht dann anscheinend wohl hier irgendwo, ja, hier neben. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Für neue Spieler und wie gesagt, für Spieler, die mehrere Server bedienen, ist das ganz hilfreich, weil man guckt ja dann doch hier irgendwie, habe ich das hier, habe ich hier meine Arena-Angriffe heute schon fertig und habe ich eigentlich heute schon gewürfelt und habe ich eigentlich schon am Rad gedreht und habe ich Gildenpad schon und habe ich dies und habe ich das und habe ich Dämonenportal und das und jenes und irgendwie und Alu abgeholt und Zeitmaschine und ja, also Information Overflow, ja, und dafür schafft jetzt die Liste dann halt ein bisschen, oder ja, schafft das so ein bisschen ab, dass man da jetzt hier 10-mal gucken muss, hier und da. Gut, ich kann natürlich sagen jetzt, das ist natürlich jetzt nicht alles, was das Geburtstagsupdate uns zu liefern hat. Calm down, ja? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt das einzige Update ist. Was jetzt kommen wird im Beitrag, habt ihr ja auch vielleicht gelesen, stand auch, dass da am Montag, ich glaube es war am Montag gewesen, das muss ich selbst mal gucken, dass am Montag kommen neue Infos zum Geburtstag kommen werden. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ja, hier, da hat er halt geschrieben, das wurde halt schon ein bisschen rausgefunden. Geburtstagsevent veröffentlicht heute, na okay. Auf jeden Fall irgendwo stand das. Mehr zum Update dann kommende Woche, versprochen. Okay, hier steht das. Also man kann von ausgehen, Montag wird was kommen, ja. Dass da neue Informationen kommen und dass das nicht das Einzige ist, was jetzt hier durch das, ja, was jetzt das neue, oder was das Geburtstagsevent zu bieten hat. Da wird noch einiges mehr kommen. Das ist nur ein Teil davon, ja, und das ist jetzt erstmal so wahrscheinlich der kleinste Teil davon. Das ist so ein wie heißt das? Balancing of Life, Life of Balancing of Life Patch irgendwie so. Erstmal, dass es halt das Leben ein bisschen einfacher gemacht wird dadurch. Und ja, manche würden sagen, das Ding ist jetzt überflüssig. Ich habe zuerst auch gedacht, ja, also mein erster Eindruck, wenn es da keine spezielle Belohnung gibt, ist es halt doppelt gemoppelt irgendwie so, weil im Prinzip weiß ja jeder auch, was er zu tun hat jeden Tag. Zumindest die Leute, die schon ein bisschen länger spielen, wissen das auf jeden Fall. Und für die ist es jetzt halt wirklich nicht sehr hilfreich, sag ich mal so. Klar, für einen Überblick ist es natürlich sehr gut, das Ganze hier zu haben. Allerdings, ja, für Spieler wie mich ist es halt jetzt, sag ich mal, ja, weiß ich nicht. Ich gucke halt jeden Tag hier und da mal nach und kann eigentlich von mir behaupten, nicht ohne dass ich jetzt großartig wüsste, dass ich da relativ eigentlich alles zuverlässig mache auf meinen Servern. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es, wenn man alle Aufgaben schafft, es auch eine kleine Belohnung dafür gibt. Klar, das Ding ist, du machst ja so oder so deine ganzen Herausforderungen Tag für Tag für Tag für Tag und bekommst da natürlich nichts für extra irgendwie. Aber wenn man schon so eine To-Do-Liste extra ins Spiel einfügt, dann muss die doch auch ein Feature haben, wo man, was weiß ich, du hast alle Aufgaben erledigt, dann hier bekommst du irgendwie 5 oder 10 Pilze, kommt drauf an, was man da für Sachen erledigen muss, weil wenn man hier weiter runter scrollt und zum Beispiel, ja weiß ich nicht, Gildenpad
Es kommt halt drauf an, musst du das Gildenpad jetzt nur einmal am Tag machen oder musst du es die maximale Anzahl am Tag machen. Genauso mit dem Dice Roller hier, dass man würfeln muss. Um das abzuschließen, muss man das nur einmal machen oder muss man das 10-mal machen? Und das ist halt die Frage so. Da müsste man dann halt eine gute Balancing finden, um dann halt dementsprechend Belohnungen dafür dann auszuhändigen. Ja, ansonsten, wenn man das 10-mal am Tag machen muss, das wird halt niemand schaffen, der Free-to-Play ist, klar. Die Leute, die reinpilzen, die schaffen das natürlich, kein Problem. Allerdings müsste das dann halt auch so eine Belohnung geben, die für die Pilzer nicht sehr relevant wäre. Für die Free-to-Play-Spieler wäre es halt ein Anreiz, ey, ich mache hier alles fertig und bekomme irgendwie, wenn ich alles geschafft habe, was weiß ich, 10 Pilze oder so. Und wenn du dafür aber nicht allzu viele Pilze opfern musst, vielleicht musst du ein paar Pilze opfern. Sagen wir mal, du opferst vielleicht, um alles zu schaffen, irgendwie 5 bis 10 Pilze oder so, ja, und bekommst dann 15 bis 20 Pilze durch die To-Do-Liste, wenn du alles geschafft hast. Das wäre für die Pilzer nicht sehr interessant, weil das eine Belohnung ist. Die Pilzer können sich halt immer wieder Pilze aufladen, aber die Free-to-Play-Spieler können das eben nicht. Und für die wäre es halt eine Option, denn sowas denn mit dazu zu führen, dass die To-Do-Liste für die Free-to-Play-Spieler interessanter wird als für die Pay-to-Win-Spieler. So, das wäre so meine Idee dafür. Wie gesagt, man müsste halt gucken, was man alles davon wirklich machen muss und wie oft man das Ganze auch machen muss. Hier sowas wie die Klospülung da zum Beispiel, das macht man jeden Tag so. Da brauchst du auch keine Belohnung für, das machst du so oder so jeden Tag. Brauchst du nichts für, brauchst du keine Belohnung eigentlich, ne? Aber wenn man dann halt alles zusammenzählt, ist es halt schon eine Leistung, die gewürdigt werden kann. Und vor allen Dingen halt mit diesen Dice Roller, wenn man das halt wirklich 10-mal am Tag durchzieht, da, ja, kann man schaffen, musst du halt entweder jede Stunde einmal oder 10 Stunden am Stück, muss halt jede Stunde da sein, um das zu schaffen. Und das ist was schon gewürdigt werden kann. Wenn Free-to-Play-Spieler das schaffen, wäre es saugeil. So, die Pay-to-Win-Spieler schaffen das natürlich, die klicken da durch und dann ist gut, ne? Ja, und deswegen, ja, das wäre so meine Idee, was man da so machen könnte. Soweit ich jetzt aber erstmal gehört habe, ist diese To-Do-Liste einfach nur dazu da, um halt zu gucken, aha, habe ich jetzt hier alles erledigt oder fehlt mir noch irgendwas? So, ohne eine Belohnung dafür zu beanspruchen extra. Das ist einfach nur eine To-Do-Liste, fertig. Ja, mehr nicht. Du kannst normal weiterspielen, kannst deine Tabs hier links an der Seite nutzen, wie du lustig bist und alles so machen wie bisher. Aber du kannst halt auch entweder diese To-Do-Liste dafür nutzen. So. Du kannst halt spielen, wie du willst. Es ermöglicht dir halt einen neuen Spielstil sozusagen. So, und am Ende des Tages kann man da vielleicht drauf gucken, fehlt mir noch irgendwas, gut, dann ist fertig. Ja. Das ist eigentlich so alles, was die To-Do-Liste bisher zu bieten hat. Aber wie gesagt, da kommt dann noch mehr über das Update jetzt nächste Woche dann. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und das sollte dir auf jeden Fall auch sein. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wirklich nur Thema To-Do-Liste heute gewesen. Morgen kommt dann ein normales Video, denke ich mal wieder. Und das war's dann soweit. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.